SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Aus Olaf Nölke wurde der Abt eines japanischen Klosters, ein Zen-Meister, zu Gast bei uns in SWR1 Leute, Abt Muho. Sie sitzen auch besonders aufrecht. Ist das schon eine Art Meditation? Ja, Körper und Geist sind verbunden. Und wenn sich die Körperhaltung verändert, ändert sich auch die Geisteshaltung. Also es gibt ja den berühmten Denker von Rodin, aber man denkt anders, wenn man aufgestützt die Stirn auf der Faust hat oder ob man gerade sitzt und das Rückgrat ist gestreckt, die Hüften leicht nach vorne. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist eine Erfahrung, die ich ganz am Anfang gemacht habe beim Sitzen und die mich dann dabei gehalten hat. Und dann gibt es Arten von Meditation, Zazen, auf die sind Sie eben gestoßen. Da gehört es regelmäßig dazu, auch 15 Stunden lang zu meditieren. Ja. Da mag es Menschen geben, die sagen, Mensch, was für eine Zeitverschwendung. Was sagen Sie denen? Ja, also oft werde ich gefragt, was bringt denn das Zazen, das Sitzen im Zen? Und dann sage ich immer, es bringt gar nichts. Deshalb ist es so wichtig. Denn im Alltag, während der 24 Stunden des Tages, sind wir immer auf der Suche nach irgendwas. Oder es soll uns was bringen, es muss einen Sinn haben. Und selbst wenn es nur ein Hobby ist, dann muss es Spaß machen. Und wenn wir dieses Ziel nicht kriegen können, diese Mohrrübe, die wir uns selber vor die Nase hängen, dann sind wir immer enttäuscht. Und im Zazen gibt es die Mohrrübe nicht. Es bringt nichts, es muss auch keinen Spaß machen. Wir setzen uns einfach hin und sind einfach mal nur für eine Stunde oder zwei befreit von diesem Gedanken. Aber ich muss doch noch was kriegen, ich muss doch noch mehr haben. Und manchmal machen wir das dann tatsächlich 15 Stunden. Nicht täglich, aber an 9 Tagen im Monat sitzen wir dann ganz intensiv. Und das kann natürlich auch mal wehtun, körperlich. Man fragt sich natürlich, wenn man da ständig vor der Wand sitzt und nur die Wand anguckt und mit niemandem spricht, warum mache ich das, warum tue ich mir das an? Ist es wie beim Marathon? Gibt es so einen Punkt, den man überwinden muss, bis es dann vielleicht auch nicht mehr wehtut? Genau, also ich habe nie einen Marathon gelaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Manchmal fühlt man sich so, als ob das einen umbringen könnte. Und man will natürlich nicht sterben. Man beißt dann die Zähne zusammen, kämpft sich durch oder man bewegt sich ein bisschen, dass es weniger wehtut. Aber wenn man an einen Punkt kommt, wo es wirklich nicht weitergeht und dann sage ich mir, okay, ich will jetzt hier sterben auf dem Kissen. Und ich stelle mir vor, ich wäre schon hier im Grab. Da ist es plötzlich ganz leicht. Das ist eine große Erfahrung. Wenn man nicht mehr kämpft und auch nicht mehr wegläuft und bereit ist zu sterben in diesem Moment, spürt man zum ersten Mal, ich lebe ja und das ist wundervoll. Zumindest war es für mich so, das war die große Zen-Erfahrung. Oh, ich lebe und das ist wundervoll. Heißt, es gehen Ihnen aber auch ganz viele Gedanken dabei ständig durch den Kopf? Ja, also das heißt, im Zen hätte man einen leeren Geist, aber er ist nie leer. Da denkt man an das, was gestern passiert ist. Gestern hat mir der das und das gesagt. Wenn ich ihn morgen wieder treffe, dann will ich ihm dies sagen. Oder was werden wir vielleicht zum Abendessen bekommen? Oder man denkt an Sachen, die vor 10 oder 20 Jahren passiert sind. Das ist so wie der Himmel, der manchmal bewölkt ist, manchmal regnet es, manchmal gibt es ein Gewitter. Und das ist auch okay so. Also, dass der Geist leer ist, bedeutet ja nicht, dass da nichts sein soll, sondern er ist einfach offen für alles, so wie der Himmel. Weil der Himmel offen für alles ist, ist es auch manchmal bewölkt und es ist auch okay, wenn es regnet. Also wir versuchen nicht, diese Gedanken zu eliminieren, sondern man nimmt sie wahr und lässt sie los. Und wenn man sie loslässt, kommt schon der nächste Gedanke, den man auch wahrnimmt und loslässt und loslässt und loslässt. Das Loslassen ein ganz wichtiges Thema, auch im Zazen und in dem Kloster in Antaji. Abt Muho bei uns in SWR1 Leute leitet dieses Kloster. Das zu finden in den japanischen Bergen ist erstmal gar nicht so leicht, aber es ist ja gar nicht so, als hätten sie nicht alles. Internet gibt es zum Beispiel auch, denkt man erstmal gar nicht. Ja, wir sind gar nicht so weit entfernt von der Welt. Wir sind auch Teil der Welt. Die Welt kommt zu uns und wir gehen auch hinaus in die Welt. Selbstversorgung habe ich gerade genannt. Jetzt hält ein Innenminister in Deutschland die Menschen zu Hamsterkäufen an. Wie lange könnten Sie sich denn in Ihrem Kloster selbst versorgen? Ohne Strom von außen hätten wir natürlich Probleme, nicht jetzt gleich Lebensprobleme. Wir haben unseren eigenen Reis, wir haben Gemüse. Was wir kaufen müssen, ist Öl, Zucker, Salz. Aber wir könnten für eine ganze Weile auskommen. Jetzt Ganze Weile heißt in Wochen? Wochen, Monate, Jahre, wenn wir eben
zufrieden sind ohne Strom. Wir haben dann natürlich kein Licht mehr, aber wir brauchen nicht unbedingt Öl und Zucker und Salz zum Leben. Wir könnten auch von dem Reis und dem Gemüse alleine leben. Ne? Und dieser Satz, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, hat bei Ihnen auch wirklich eine große Bedeutung. Das ist tatsächlich so. Also ich war Vegetarier, als ich nach Antalya kam, und das Essen ist auch zu 99% vegetarisch, aber ab und zu bringt mal ein Fischer einen Teil seines Fangs mit oder hat jemand ein Wildschwein gefangen. Das kommt dann auch auf den Tisch und dann spielt es keine Rolle, ob jemand sagt, hier, also das ist nicht meine Philosophie, ich will keine Tiere essen. Wenn es erstmal auf dem Tisch ist, auf dem Teller, dann muss es gegessen werden. Und wenn wir jetzt mal versuchen, mehr noch die deutsche Politik auf ein buddhistisches Kloster zu übertragen. Dieser Satz, wir schaffen das, der Satz von Angela Merkel zur Flüchtlingskrise, ist ein Jahr alt. Wie beurteilt ein buddhistischer Mönch diesen Satz? Ich bewundere Frau Merkels Idealismus und ich würde auch gerne auf gleiche Weise die Klostertüren für jeden, der anklopft, offen halten. Ich habe das auch lange Zeit so getan, dass jeder kommen kann, Frauen, Männer, egal wie jung oder alt, auch Sprachkenntnisse habe ich nicht vorausgesetzt. Aber nach 10 Jahren fühlte ich mich sehr ausgelaugt, denn viele Leute, die ins Kloster kommen, brauchen Hilfe, die man versucht zu geben, aber ich kann immer nur an einer Stelle sein. Und das Problem war, es war ein bisschen wie eine Herberge, wo niemand lange blieb. Die Leute kamen für 1 Woche, 2 Wochen, dann gingen sie wieder. Und vor 3 Jahren fühlte ich mich an der Grenze und habe gesagt, wenn ihr kommt, dann müsst ihr mindestens 3 Jahre bleiben. Wenn ihr 3 Jahre bleiben wollt, solltet ihr ein bisschen Japanisch können, um zu kommunizieren, auch wegen des selbstversorgenden Lebens, Altersgrenze von 18 bis 40. Ich kann keine Mittelschüler mehr nehmen, die von ihren Eltern geschickt werden. Ich kann auch keine Senioren mehr pflegen. Und seitdem ist es für mich sehr viel leichter geworden, weil die Leute länger da bleiben, sie helfen mit, sie ziehen mit und ich brauche das. Ich kann ja nicht alleine am Tau ziehen. Und insofern verstehe ich auch, wenn Leute sagen, Frau Merkel, wir bewundern Ihren Idealismus, aber schaffen wir denn das wirklich? Also denn auch das bei Ihnen hat ja mit Integration zu tun. Sie haben ja gerade einige Beispiele schon genannt. Da muss auch jeder sich zurücknehmen. Inwiefern spielt das noch eine große Rolle, dieses Zurücknehmen des Einzelnen? Ich habe das mal, als ich noch ein junger Mönch war, von meinem Meister ganz klar gesagt bekommen, es geht hier nicht um dich. Das war an einem Tag, wo ich Nudeln machen sollte und am Tag davor hatte ich sie wie al dente gemacht. Das war den Mönchen zu hart und am nächsten Tag wollte ich sie weich machen. Da hatten sie sich zu Brei aufgelöst. Da wurde ich wieder angemotzt und da sagte ich, ja, ich bin doch nicht hierher gekommen, um zu kochen. Ich will doch nicht kochen lernen, ich will doch was über Zen lernen. Und mein Meister sagte, hier geht's nicht um dich. Du musst deine Ideen von dem, was du hier willst, aufgeben und guck erst mal, was du tun kannst, ne, was von dir erwartet wird. Und das war für mich dann auch ein Aha-Erlebnis. Also es geht hier nicht um meine Vorstellung, sondern was kann ich tun für Antalya? Es gibt viele Regeln im buddhistischen Mönchstum. Eine Familie zu haben, ist das jedem gestattet bei Ihnen im Kloster? Im Kloster bin ich der Einzige, der eine Familie hat. Die anderen, die zur Mönchsausbildung ins Kloster kommen, können gerne eine Familie haben, wenn sie das Kloster verlassen. Aber innerhalb des Klosters bin ich der Einzige. Weil Sie sich als Abt darüber hinwegsetzen dürfen? Ursprünglich war es im Buddhismus überall in Asien so, dass die Mönche unverheiratet blieben, das ganze Leben über auch, wenn man Abt wird. Aber das wurde in Japan vor 150 Jahren geändert. Man kann eigentlich auch ordinieren, wenn man schon verheiratet ist. Man müsste dann aber die Familie für eine Weile verlassen. Warum das so ist, ist schwer zu erklären, aber es wird in Antalya erwartet, dass man 3, 5 Jahre, vielleicht, wenn es lange ist, 10 Jahre zölibatär lebt, um dann zurückzugehen in die Welt. In meinem Fall als Abt bin ich zwar immer noch im Kloster, aber jetzt offen für die Welt. Und dadurch, dass ich eine Familie habe, habe ich auch die Gelegenheit, viele von den Alltagsproblemen zu schmecken, die jeder andere auch so schmeckt. Aber die 10 Jahre davor als Mönch sind so eine Gelegenheit, einfach nur mal mit sich so die Dinge auszumachen. Weil Sie auch sagen würden, dieses Leben gemeinsam mit Familien würde vielleicht zu viele Konflikte schaffen? Oder warum legen Sie da so großen Wert drauf?
Es schafft eine Menge Konflikte und es ist natürlich auch wichtig, mit diesen Konflikten umzugehen, aber es kann auch mal ganz heilsam sein für so 10 Jahre ohne diese Konflikte. Einfach nur mal den Weg zu gehen innerhalb einer Gemeinschaft, wo alle dieselbe oder ähnliche Verhältnisse miteinander haben. Wenn man eine Liebesbeziehung eingeht, ist das natürlich eine ganz andere Beziehung als mit jemandem, mit dem man sich nur gut versteht. Deshalb es bewirkt immer eine komische Alchemie im Kloster, wenn sich zwei einander verlieben, was natürlich vorkommen kann. Da sind Männer und Frauen zusammen. Es kommt vor, dass sich da zwei verlieben, aber es bewirkt eine seltsame Alchemie. Das kann auch mal in der Wohngemeinschaft oder so passieren. Aber müssen diese Menschen das Kloster dann verlassen? Was passiert mit denen? Das kommt von Fall zu Fall an. Also wenn Sie sagen, unsere Liebesbeziehung ist jetzt wichtiger als alles andere, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn Sie das Kloster verlassen. Aber wenn Sie sagen, okay, aus Rücksicht auf die Gemeinschaft lassen wir das jetzt mal gehen, dann können Sie natürlich auch gerne bleiben. Aber das ist manchmal schwierig zu regeln. Das sind viele Wege, die man eben vorher nicht planen kann. Ja. Sie haben Ihre Frau auch kennengelernt, als Sie unterwegs waren bei einem Projekt mit Obdachlosen. Und vielleicht können Sie das mal kurz schildern, wie diese Begegnung passierte. Ja, das war vor 15 Jahren. Da hat mir mein Meister die Bestätigung als Zen-Meister gegeben. Er hat gesagt, du kannst jetzt deinen eigenen Weg gehen, kannst zurückgehen nach Deutschland und eine Gruppe aufmachen, wenn du das möchtest. Das hatte ich auch vor, aber ich dachte mir zuerst, will ich in Japan eine Zen-Gruppe in der Großstadt aufmachen. Und ich bin da in den Park gegangen und sah, dass da viele Obdachlose in Zelten lebten. Und da dachte ich, das ist ja eine ganz gute Idee. Der Buddha vor 2500 Jahren hat auch den Palast verlassen und unter einem Baum meditiert. Warum mache ich das nicht genauso? Und habe dann jeden Morgen im Park draußen im Freien meditiert und das publik gemacht. Im Internetcafé habe ich eine Homepage hochgezogen und das publik gemacht. Und dann kamen ein paar Gäste, meine spätere Frau kam, in die ich mich verliebt habe. Und dann verunglückte aber mein Meister in Antaiji und ich wurde zurückberufen als ein Nachfolger. Und da habe ich meine spätere Frau gefragt, ob sie nicht mit mir kommen wollte. Und inzwischen sind wir seit 15 Jahren verheiratet, haben 3 Kinder miteinander. Die größte Freiheit hat man, wenn man am wenigsten hat, alles loslässt. Das ist eine alte Weisheit, die auch Abt Muho vertritt. Unser Leutegast leitet ein japanisches Zen-Kloster. Sie sind in Tübingen und Braunschweig aufgewachsen und haben sehr früh schon sehr tiefe Erfahrungen machen, sehr schmerzvolle Erfahrungen machen müssen. Ihre Mama ist ganz früh verstorben. Ja, da war ich noch 7, als meine Mutter an Krebs gestorben ist. Und ich habe mich dann sehr früh selbst gefragt, warum überhaupt leben, wenn wir alle sterben müssen. Für mich war es weniger der Tod, vor dem ich mich gefürchtet habe, als die lange Zeit des Lebens, mit der ich nichts anfangen wusste. Jeder Tag kam mir endlos lang vor. Der Gedanke, 70, 80, 90 Jahre leben zu müssen, erschreckte mich. Ja, war das so ein alleingelassen fühlen oder auch eine Sehnsucht zum Tod? Ich fühlte mich schon alleingelassen, eine gewisse Todessehnsucht, aber dann auch keine aktiven Selbstmordversuche. Das nicht, also da fehlte mir dann der Mut. Ich dachte immer, gut, das kann ich dann immer noch morgen machen, ne? Ich war da so zwischen den Stühlen, ne? Weder der Mut zum Leben noch der Mut zum Sterben, aber eben die Frage, warum überhaupt, was mache ich mit meinem Leben, habe ich mir schon sehr früh gestellt. Und dieser Gedanke des Loslassens, der eben auch den Buddhismus beherrscht, wie sehr ist er jetzt in Ihnen drin und wie schaffen Sie das? Ist diese Lehre noch da? Also ich habe nach einigen Jahren als Mönch zum ersten Mal diese Erfahrung des kompletten Loslassens gemacht. Das war während einer dieser 15-stündigen Sitzmeditationen, wo es so hart war, dass ich mir irgendwann sagen musste, okay, vielleicht bringt es mich um. Ich sitze jetzt einfach auf dem Kissen und denke mir, dass ich schon tot bin. Und da war es plötzlich ganz einfach, denn ich merkte, ich lebe ja. Das ist wunderbar. Plötzlich zum ersten Mal fühlte ich es ja ganz wunderbar. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, dass es mich töten wird. Das bringt mich um, dachte ich. Und plötzlich merke ich, nein, du lebst. Und das ist wunderbar. Also das Annehmen der Situation. Annehmen, ne? Und als Kind habe ich mich immer gefragt, welchen Sinn hat das Leben? Und heute würde ich sagen, das Leben hat keinen Sinn, aber deshalb ist es so schön. Wir müssen ja nicht immer noch einen Sinn
finden oder etwas greifen, das Glück, das große Glück, sondern es ist ja ganz schön, hier und heute hier zu sitzen, hier bei Ihnen im Studio. Ist immer diese Situation, wo man sagt, das Hier und Jetzt genießen, fällt uns aber allen natürlich so schwer. So sehr hetzt man hinter den Dingen her, so sehr ist eine Gesellschaft auch getrieben. Wenn diese Menschen zu Ihnen kommen und eben auch das Loslassen üben, gibt es da eine Formel, die Sie den Menschen mitgeben? Ja, das Problem ist, wenn wir vom Hier und Jetzt reden, denken wir oft, das Hier und Jetzt ist gleich um die Ecke. Aber es ist hier und jetzt. Ne? Und wenn wir vom Loslassen reden, dann denken die Leute, ich muss jetzt loslassen. Und dann ist man schon ganz verkrampft. Und ich muss das tun. Manchmal sage ich den Leuten, nee, du musst gar nicht loslassen. Denn dieser Gedanke, ich mache jetzt was, ich muss jetzt was machen, ist das, was uns davon abhält. Ne? Oder wenn es um Glück und Zufriedenheit geht, dann sage ich den Leuten, sei doch einfach mal unzufrieden. Sei zufrieden mit deiner Unzufriedenheit. Und dann merkt man, das Glück war gar nicht um die Ecke. Eigentlich fehlt ja gar nichts in diesem Moment. Man kann sich eben auch selber austricksen mit den eigenen Gedanken. Das machen wir die ganze Zeit. Da sind wir Weltmeister drin. Ja. Was ist das Ich? Wir werden mal philosophisch mit Abt Muho, der einzig deutsche Abt eines Zen-Klosters in Japan. Denn Sie haben eine schöne Formel gefunden, das Ich zu beschreiben. Das machen Sie anhand eines Regentropfens. Ja. Also wir Buddhisten sagen gerne, das Ich ist nur eine Illusion. Aber die Illusion ist sehr stark. Wir identifizieren uns mit dem Regentropfen, der wir heute sind. Aber morgen, vielleicht übermorgen, werden wir hinabfallen und uns wieder im Leer auflösen. Und im Moment fühlen wir uns vielleicht nicht so sehr verbunden mit dem Meer, aber in Wirklichkeit ist das Meer schon in uns. Wir tragen das schon in uns, aber wir leben oft nur für diesen einen Regentropfen. Und diese Vorstellung ja auch, die eben im Buddhismus ganz präsent ist, der rennen ja viele Menschen nach. Also beim Buddhismus gibt es inzwischen, es scheint ein wirklicher Markt zu sein. Was glauben Sie, was zieht die Menschen auch so sehr dorthin? Wahrscheinlich der Stress, den wir im täglichen Leben erleben. Zu viel, dass wir uns aufbürden und wir wollen einfach mal loslassen, wovon wir eben gesprochen haben. Allerdings wird dann selbst das Loslassen noch zu einer Norma. Ich muss mehr loslassen, ich muss mehr Wellness haben. Plötzlich wird selbst der Buddhismus, Mindfulness, Achtsamkeit werden vermarktet, zum Seminar gemacht. Man wird zum Achtsamkeitsmanager. Man muss seine Achtsamkeitskurse besuchen, damit man dann vielleicht doch noch einen Schritt weiter hochkommt auf der Karriereleiter. Und das ist natürlich dann nicht das, was beabsichtigt war ursprünglich im Buddhismus. Ja, und dann ist auch der Buddhismus plötzlich so voll mit Regeln, wenn man da mal nachschaut, zum Beispiel in der Pali-Tradition. Ja. Man darf kein hohes und breites Bett benutzen, kein Essen nach dem Mittag einzunehmen. Und auch Mann und Frau sind da so überhaupt nicht gleichberechtigt. Da denkt man doch eigentlich, in der Religion, die doch so etwas verspricht, müsste das doch ganz anders sein. Ja, das ist in jeder Religion, glaube ich, so, wenn sich Strukturen bilden. Es ist eine Gemeinschaft, die eine gewisse Größe erreicht. Da werden Regeln geschaffen und das sind eben alles nur Menschen, die sich dann oft mehr Stress machen, als sie eigentlich machen müssten mit den Regeln. Deshalb aus dem ursprünglichen Buddhismus, der dann sehr regellastig wurde, da gibt es 200 Regeln für Mönche und über 300 Regeln für Nonnen. Und sich später der Mahayana-Buddhismus, der spätere Buddhismus, entwickelt, den man in China und Japan findet und der dann wieder liberaler ist, offener. Und wo die Regeln mehr so Erinnerungspunkte sind. Deshalb ist es ja auch möglich für mich, dass ich verheiratet bin, obwohl ich eigentlich nach den originalen Regeln zölibatär leben müsste. Ja, das heißt, Sie haben sich Ihre eigenen Regeln geschaffen. Sie machen sich den Buddhismus so, wie Sie ihn gerne hätten? Das würde ich nicht sagen, aber eine Regel, die man bricht, ist ja auch eine Erinnerung daran an die eigene, wie sagt man auf Deutsch, die eigene... Was ist das Englische? Oder Sie suchen das Japanische wahrscheinlich, da kann ich nicht helfen. Ja, aber dass man nicht perfekt ist. Ne? Das ist ja, dieser Regentropfen ist nicht das ganze Meer. Und wenn ich jetzt alle Regeln einhalten würde, dann würde ich wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, hier, guckt mich an, ich bin ein perfekter Mönch. Guckt mal, keiner kann es so gut wie ich. Auch mit sich selbst nicht so streng zu sein, anzuerkennen, dass man menschlich ist. Ja, und wenn man sieht, hier, ich habe eine Familie, obwohl ich es eigentlich nicht haben sollte, und ich streite mich auch mal mit meiner Frau, da sieht man, ich heiße zwar Zen-Meister, Muho, aber ich bin auch nur ein normaler Mensch. Und das ist eine gute Erfahrung. Das ist fast schon, man könnte das Erleuchtung nennen, zu
erkennen, ich bin gar nicht so perfekt, wie ich gerne wäre. Inneren Frieden und Gelassenheit finden. Daraus entwickeln sich große Geschäftszweige. Es gibt auch Menschen, die ihren Weg im Zazen finden, in der Sitzmeditation, so wie unser Gast heute, Abt Mu, der einzige Deutsche, der ein japanisches Zen-Kloster leitet. Und dann gibt es Menschen, die den Weg zu ihnen finden. Und jetzt wurde auch darüber ein Film gedreht, nämlich Zen for Nothing mit einer Schweizer Schauspielerin. Vielleicht können Sie die Dreharbeiten mal beschreiben. Wie war das bei Ihnen? Ja, das ist inzwischen schon 2 Jahre her, dass die Sabine Timoteo aus Bern zu uns kam mit einem ganz kleinen Filmteam. Das waren nur 2 andere. Und die hat uns so in unserem Klosteralltag begleitet. Daraus ist dann ein Film geworden, der jetzt im Sommer in Deutschland und der Schweiz gezeigt wurde. Wenn man danach sucht, ihn vielleicht auch noch finden kann. Später wird er dann im Fernsehen zu sehen sein. Und da kriegt man so einen kleinen Geschmack von unserem Leben in 100 Minuten. Da ist eben der Alltag im Kloster mitzuerleben. Sie haben ja sicherlich auch mit Sabine Timoteo gesprochen. Inwieweit hat die Zeit bei Ihnen Sie verändert? Oh, da fragen Sie wahrscheinlich am besten selbst. Aber die Zeit im Kloster ist, zum einen ist es eine Auszeit am Anfang. Man ist raus aus seinem Alltag, aber dann findet man sich wieder im Klosteralltag und man ist wieder konfrontiert mit den alten Problemen und lernt vielleicht, das ist die Hoffnung, die anzunehmen. Also die Zeit im Kloster soll keine Zeit sein, wo man sich versucht, der Welt zu entfliehen. Es soll keine Weltflucht sein, sondern man soll zurückkommen und jetzt mal Zeit finden, um sich mit sich selbst und den eigenen Problemen, Probleme, von denen man oft glaubt, dass die Gründe dafür um einen herum in der Umgebung zu suchen sind. Und dann ist man ganz überrascht, wenn man in Bergen auf dem Kissen sitzt. Die Probleme sind immer noch da. Vielleicht ist der Grund hier bei mir, wo man ihn gar nicht erwartet hätte. Das ist eine große Erfahrung, die man machen kann. Ist das eine Wahrnehmung, die viele Menschen dann eben haben, wenn sie nur kurze Zeit bei Ihnen sind, dass man erstmal denkt, ach ja, jetzt sind alle Probleme weg? Denn das ja, leider. Wenn man nur für 2, 3 Wochen kommt, dann ist es ein bisschen so wie Urlaub und man fühlt sich erlöst, denn der Alltag ist nicht mehr da. Und wenn man wieder zurück ist in Europa, dann wünscht man sich, ach, könnte ich noch länger in Antaiji gewesen sein. Aber wenn jemand wirklich das auf sich nimmt und sagt, ich gehe diesen Weg für mindestens 3 Jahre, dann wird er relativ schnell merken, das ist auch nur Alltag im Kloster. Und es sind dieselben Probleme, denn man nimmt dann seine Probleme mit. Gibt es eine Hauptbotschaft, wenn wir nochmal über Zen for Nothing, diesen Film sprechen, der eben den Alltag bei Ihnen zeigt? Was ist da die Hauptbotschaft? Ja, der Titel drückt auf seine Weise wieder das Loslassen aus. Zen, aber nicht um etwas zu greifen, nicht Zen, um erleuchtet zu werden, nicht Zen, um glücklich zu werden, noch nicht mal Zen, um loszulassen, sondern einfach mal nur hier sitzen, Zen for Nothing. Und dann merkt man, dass in diesem Nothing, im Nichts, schon alles drin ist. So wie der Himmel. Da ist eigentlich nichts, aber deshalb kann er alles aufnehmen. Wie verdienen Sie eigentlich Ihr Geld für den Alltag? Ja, als Selbstversorger brauchen wir nicht so viel Geld, aber es gibt im Buddhismus schon seit der Zeit des Buddha die Tradition, auf Bettelgänge zu gehen, was wir so brauchen für den Strom, um Öl oder Salz oder Zucker für die Küche zu kaufen. Da gehen wir 1-, 2-mal im Jahr herunter in die Großstädte, Osaka, Kyoto, stellen uns an die Straße, dann haben die Menschen die Möglichkeit, uns Almosen in die Schale zu legen. Heute kann man das ja auch durch das Internet auch tun und jetzt durch das neue Buch, das in Deutschland herauskommt, habe ich auf diese Weise auch gewisse Einnahmen, auch in Japan, wenn ich zu Vorträgen eingeladen habe. Aber die Haupteinnahmequelle ist traditionellerweise das Almosensammeln. Da fühlen wir uns auch nicht schlecht dafür. Gibt es da eine besondere Kultur oder spüren Sie da auch manchmal Vorbehalte, wenn Sie gerade sagen, ich fühle mich nicht schlecht dabei? Es mag ja vielleicht auch Menschen geben, die sich dabei schlecht fühlen würden. Vielleicht, aber ich schäme mich nicht dafür, ein Mönch zu sein, auch kein Bettelmönch zu sein. Das ist eine lange Tradition. Also im Buddhismus gibt es diese Tradition seit 2500 Jahren und man kennt das auch in Asien. Also inzwischen wird es seltener. Und manche Japaner, die in Tokio oder Osaka aufgewachsen worden, haben noch nie einen Metal-Mönch gesehen. Aber
aha, manche erinnern sich dann und davon haben mir meine Großeltern erzählt, früher gab es das öfter und die freuen sich dann auch, so einen Mönch zu sehen und eine kleine Gabe geben zu dürfen. Ist es vielleicht auch ein kulturelles Verständnis eines Ablasshandels, wenn man einem buddhistischen Mönch dann etwas gibt? Das will ich jetzt nicht verleugnen. So ist es zwar nicht gedacht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Japaner, die einem dann etwas geben, hoffen, dass sie dafür entweder für ihr eigenes nächstes Leben oder für die verstorbene Großeltern oder sowas einen gewissen Ablass erkaufen können. Sollte zwar so nicht sein, aber das ist so ein bisschen immer die Psychologie. Man will ja was zurückhaben für die gute Gabe, die man getan hat. Ja. Eigentlich ist es nicht so gedacht, denn es soll loslassen sein. Wenn man was dafür haben will, einen Ablass oder auch immer, ist es kein echtes Loslassen mehr. Sie kommen jetzt Anfang September wieder hin nach Antaji. Was wird Sie da erwarten? Welches Bild? Jetzt ist Erntezeit. Im September wird der Reis geerntet werden und viele andere Gemüsesorten. Es sind inzwischen, glaube ich, fast 25 Leute da. Also am Anfang des Herbstes, als ich schon in Deutschland war, sind 7, 8 neue gekommen. Die kenne ich noch gar nicht. Und dann am Ende des Herbstes, Ende November, müssen wir uns auf den ersten Schnee dann schon wieder einstellen. Bis dahin muss alles geerntet sein, eingelegt, sodass wir was zu essen haben bis zum Frühjahr. Und bis dahin konzentrieren wir uns auf die Meditation und dann während des Winters studieren. Dann noch eine gute Zeit hier in Deutschland. Abt Muho. Vielen Dank, dass Sie mich hier hatten.